Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Genau. Und jetzt lernen wir weiter auf B1-Niveau. Und heute sind wir schon bei Tag 94, Teil 1 angekommen. Wie jeden Tag lernen wir 15 wichtige Wörter, die ihr direkt im Alltag benutzen könnt. Und heute haben wir ein Thema, das wirklich jeden betrifft, der in Deutschland unterwegs ist. Absolut. Egal ob mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß. Und denkt daran, zu jeder B1-Lektion gibt es auch ein extra Fragevideo zur Mini-Story. Dort antwortet ihr dann laut und hört kurz danach die richtige Lösung. Das ist wirklich ein super Training für euer Sprachgefühl. Und für eure Aussprache, da empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Also einfach zuhören, kurz stoppen. Laut nachsprechen und weitermachen. Probiert es mal aus. Es hilft wirklich. Fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an, aber der Lerneffekt ist riesig. Unser heutiges Thema ist Verkehr und Orientierung. Also Wörter für Wege, Richtungen, Verkehrsmittel. Ja, und das Unterwegssein im Allgemeinen. Ein sehr, sehr praktisches Thema. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da hört ihr wieder unsere Mini-Story. Und dort kommen dann alle neuen Wörter ganz natürlich im Alltagskontext vor. So seht ihr, wie alles zusammenpasst. Genau. Fangen wir also direkt an, würde ich sagen. Ja, lass uns starten. Das erste Wort beschreibt eine der grundlegendsten Regeln im deutschen Straßenverkehr. Ohne die gäbe es, glaube ich, nur raus. Da hast du absolut recht. Es geht um die Vorfahrt. Ein feminines Nomen. Die Vorfahrt. Im Grunde ist das die Regel, die bestimmt, wer zuerst fahren darf, wenn sich Wege kreuzen, oder? Genau. Die deutsche Erklärung ist ganz einfach. Das Recht, als Erster zu fahren. Man hat also Priorität. Richtig. Und auf Englisch sagt man dazu right of way. Ein Satz, den man leider öfter mal hört, wenn es fast gekracht hätte, ist: Du hast ihm die Vorfahrt genommen. Ja, das ist schon ein ernster Vorwurf. Das heißt, jemand ist gefahren, obwohl er hätte warten müssen. Und das ist ja auch eine der häufigsten Unfallursachen. Stimmt. In Deutschland gibt's ja Schilder dafür. Aber wenn gar kein Schild da ist, gilt oft die Regel rechts vor links. Das überrascht viele, die neu hier sind. Total. Und wenn man die Vorfahrt missachtet, wird's nicht nur gefährlich, sondern auch teuer. Absolut. Aber was passiert denn oft, wenn es wegen so etwas einen Unfall gab oder vielleicht eine große Baustelle die Straße blockiert? Dann muss der Verkehr anders geleitet werden. Und dafür gibt es unser nächstes Wort. Die Umleitung. Genau. Auch ein feminines Nomen. Die Umleitung. Eine Umleitung ist also ein anderer Weg wegen einer Baustelle oder eines Unfalls. Man wird sozusagen um das Hindernis herumgeführt. Auf Englisch nennt man das Diversion oder auch Detour. Ein typischer Satz, den man oft mit einem leisen Seufzer sagt, ist: Wir müssen eine lange Umleitung fahren. Oh ja, das kenne ich. Das bedeutet meistens, die Fahrt dauert länger und man kommt durch Straßen, die man gar nicht kennt. Absolut. Die sind ja meistens mit großen gelben Schildern markiert, aber ehrlich gesagt, Manchmal sind die nicht so super ausgeschildert und man verfährt sich trotzdem. jeder Autofahrer hat schon mal eine unfreiwillige Stadtrundfahrt wegen einer unklaren Umleitung gemacht, oder? Garantiert. Auf diesen Umleitungen, aber vor allem auf größeren Straßen, gibt's ja dann oft mehrere Fahrstreifen nebeneinander. Und so ein einzelner Streifen ist? Die Spur. Wieder feminin, die Spur. Man könnte sagen, eine Spur ist ein Teil der Fahrbahn, zum Beispiel die linke oder rechte Spur. Genau. Auf Englisch sagt man Lane dazu. Eine Autobahn hat ja meistens mindestens 2, oft sogar 3 oder 4 Spuren pro Richtung. Und da gibt's ja diese wichtige Regel in Deutschland. Der Beispielsatz zeigt das ganz gut. Auf der linken Spur darf man schneller fahren. Richtig, die ist nämlich hauptsächlich zum Überholen da. Danach sollte man wieder nach rechts. Man sagt ja auch, die Spur wechseln. Und wenn jemand immer links bleibt, obwohl rechts alles frei ist, Ärgern sich die anderen Fahrer, weil das den Verkehr bremst. Man nennt die umgangssprachlich auch Linksschleicher. gutes Wort. Und all diese Spuren zusammen, also der ganze Bereich, auf dem die Autos fahren, das ist dann Die Fahrbahn. ebenfalls feminin, die Fahrbahn. Also nicht der Gehweg oder der Radweg. Genau. Die Erklärung ist der Bereich auf der Straße, auf dem die Autos fahren. Auf Englisch wäre das Roadway oder Carriageway. Und es gibt da einen sehr wichtigen Warnhinweis. Den hört man oft im Radio in den Verkehrsnachrichten. Der Beispielsatz lautet:
Achtung, Personen auf der Fahrbahn. Ja, das ist eine extreme Gefahrensituation. Wenn man das hört, muss man sofort langsamer fahren und super aufmerksam sein. Das bedeutet ja, da laufen Menschen auf der Autobahn rum? Lebensgefährlich. Total. Und wenn man sich auf der Fahrbahn nicht an die Regeln hält, zum Beispiel die Vorfahrt missachtet, dann droht eine Strafe. Das führt uns direkt zum nächsten Wort. Genau. Wer die Regeln bricht, muss oft das hier bezahlen. Das Bußgeld. Ein neutrales Nomen, das Bußgeld. Ein Bußgeld ist also eine Geldstrafe für einen Fehler im Verkehr. Auf Englisch ist das ganz einfach Fine. Ein ganz alltäglicher Satz wäre: Falschparken kostet jetzt ein hohes Bußgeld. Die Strafen dafür sind in den letzten Jahren ja auch deutlich teurer geworden. Stimmt. Und das gilt nicht nur fürs Falschparken. Zu schnell fahren kostet natürlich auch ein Bußgeld. Wenn man von einer Radarfalle, also einem Blitzer, erwischt wird, kriegt man Post. Ja, ein paar Wochen später mit Foto und Zahlungsaufforderung. Immer eine unschöne Überraschung. Das stimmt. Aber manchmal hat man im Verkehr kein Bußgeld, sondern einfach nur Pech. Und dann hat man die Panne. Ein sehr gebräuchliches, feminines Wort, die Panne. Eine Panne ist ein technischer Defekt am Auto, wenn man unterwegs ist. Das Auto funktioniert also plötzlich nicht mehr richtig. Auf Englisch sagt man Breakdown, der absolute Albtraum für jeden, der Auto fährt. Besonders in dieser Situation. Wir hatten auf dem Weg in den Urlaub eine Panne. Oh ja, schlimmer geht's kaum. Man freut sich und plötzlich steht man am Straßenrand und weiß nicht weiter. Ja, eine klassische Panne ist ja zum Beispiel ein platter Reifen. Oder der Motor wird zu heiß. Dann heißt es Warnblinker an, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen. Und sich in Sicherheit bringen, ganz wichtig. Und was passiert, wenn das Auto nach so einer Panne gar nicht mehr fährt? Dann muss man das Auto abschleppen lassen. Unser erstes Verb heute. Abschleppen bedeutet? Ein kaputtes Auto mit einem anderen Fahrzeug wegziehen. Das macht dann ein spezieller Abschleppdienst. Auf Englisch sagt man to tow away. Ein Beispielsatz im Passiv wäre: Mein Auto musste abgeschleppt werden. Genau. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Die lautet: hat abgeschleppt. Man könnte also sagen: Der Pannendienst hat mein Auto in die Werkstatt abgeschleppt. Wichtig ist auch, ein Auto wird nicht nur bei einer Panne abgeschleppt, oder? Richtig. Wenn man zum Beispiel in einer Feuerwehreinfahrt parkt, kann die Polizei das Auto auch abschleppen lassen. Und das ist dann doppelt ärgerlich. Man zahlt ein Bußgeld und die sehr hohen Kosten für das Abschleppen selbst. Das kann schnell mehrere 100 Euro kosten. Ein teurer Fehler. Kurze Unterbrechung, wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, abonniert gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So bleibt ihr Schritt für Schritt dran und verpasst keine Folge. Genau. Und jetzt machen wir weiter. Okay, stellen wir uns mal vor, das eigene Auto wurde gerade abgeschleppt. Dann braucht man ja eine andere Möglichkeit, um nach Hause zu kommen. Und dafür gibt es in Deutschland zum Glück meistens eine gute Alternative. Der Nahverkehr. Ein maskulines Nomen, der Nahverkehr. Der Nahverkehr, das sind alle öffentlichen Verkehrsmittel in einer Stadt oder Region, also Busse und Bahnen. Genau, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, der Bus, das alles. Auf Englisch sagt man Local Transport. Ein guter Beispielsatz ist: Ich nutze für den Arbeitsweg den Nahverkehr. Das machen ja vor allem in größeren Städten sehr viele Menschen. Klar, um dem Stau und der Parkplatzsuche zu entgehen. Und seit es das Deutschland-Ticket gibt, ist der Nahverkehr ja noch attraktiver geworden. Absolut. Und wenn jemand den Nahverkehr oder auch das Auto nutzt, um regelmäßig zur Arbeit zu fahren, dann gibt es dafür ein eigenes Verb. Richtig, diese Person tut pendeln. Das Verb pendeln bedeutet regelmäßig zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsplatz hin und her fahren. Die Person selbst ist dann der Pendler oder die Pendlerin. Und auf Englisch sagt man to commute. Ein Beispielsatz wäre: Er pendelt jeden Tag 50 Kilometer. Puh, das ist schon eine ganze Menge. Viele Leute verbringen so jeden Tag 1 bis 2 Stunden nur auf dem Weg zur Arbeit. Das kann auf Dauer sehr anstrengend sein. Die Perfektform von pendeln ist regelmäßig. Genau, hat gependelt. Ein persönlicher Satz wäre: Früher habe ich auch jeden Tag 1 Stunde zur Arbeit gependelt. Wenn man so viel pendelt und es mal eilig hat, möchte man im Auto oft Langsamere Fahrzeuge vor sich überholen. Genau, überholen. Ein sehr wichtiges Verb. Es bedeutet, an einem langsameren Fahrzeug vorbeifahren. Man wechselt die Spur, fährt vorbei und ordnet sich dann wieder ein. Auf Englisch heißt das to overtake. Ein wichtiger Satz, der eine Regel beschreibt, ist: Bei Nebel darf man nicht überholen. Also immer wenn die Sicht schlecht ist oder die Straße unübersichtlich.
Das kann sonst extrem gefährlich werden. Absolut. Die Perfektform ist hat überholt. Zum Beispiel, er hat den langsamen LKW auf der Landstraße überholt. Solche Manöver sind oft riskant. Und im überhaupt überholen können, muss man ja was tun. Man muss seine Geschwindigkeit erhöhen. Man muss beschleunigen. Unser nächstes Verb. Beschleunigen heißt einfach schneller werden, also Gas geben. Das Gegenteil ist ja bremsen. Auf Englisch to accelerate. Ein Satz, den man oft bei Autos hört, ist: Das Auto beschleunigt sehr gut. Ja, damit meint man, dass es sehr schnell von 0 auf 100 kommt. Genau. Die Perfektform ist hat beschleunigt. Ein praktischer Satz wäre, um auf die Autobahn aufzufahren, habe ich stark beschleunigt. Das muss man ja auch, um sich sicher in den Verkehr einzuordnen. Manchmal beschleunigt man aber und merkt plötzlich, oh nein, ich fahre ja in die komplett falsche Richtung. Was macht man dann? Dann muss man wenden. Das Verb wenden bedeutet komplett umdrehen und in die Gegenrichtung fahren. Man macht also quasi eine 180-Grad-Kehre. Auf Englisch gibt es dafür den Ausdruck to turn around oder sehr bildlich to make a U-turn. Weil die Bewegung wie der Buchstabe U aussieht, ne? Genau. Ein häufiges Schild in Deutschland zeigt auch ein durchgestrichenes U-Turn-Symbol. Und der Satz dazu wäre dann: Hier ist Wenden verboten. Das ist meistens an Kreuzungen oder an engen und gefährlichen Stellen der Fall. Die Perfektform ist hat gewendet. Im Gespräch könnte man sagen: Ich habe gemerkt, dass ich falsch war und habe bei der nächsten Möglichkeit gewendet. Und ob man wenden darf, hängt davon ab, ob das Manöver an dieser Stelle Zulässig ist. Unser erstes Adjektiv heute. zulässig bedeutet ganz einfach offiziell erlaubt. Es kommt vom Verb zulassen. Auf Englisch kann man es mit permissible oder allowed übersetzen. Ein sehr häufiger Kontext ist die Geschwindigkeit. Der Beispielsatz: Die zulässige Geschwindigkeit ist hier 30 km/h. Das bedeutet, man darf nicht schneller fahren. Man spricht auch von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Und da schließt sich der Kreis zu einem unserer ersten Wörter. Fährt man schneller als die zulässige Geschwindigkeit, riskiert man ein Bußgeld. Man merkt, wie die Begriffe im Alltag alle miteinander zusammenhängen. Absolut. Kommen wir zu einem Wort, das oft eine gefährliche Situation beschreibt. Wenn ein LKW nach einem Unfall die ganze Straße blockiert, dann steht er oft Quer auf der Straße. Das Wort ist quer und es kann als Adjektiv oder Adverb benutzt werden. Es bedeutet von einer Seite zur anderen, oft diagonal. Auf Englisch würde man das mit across oder diagonally beschreiben. Ein Fahrzeug, das quer steht, blockiert also den kompletten Verkehr. Ein typischer Satz aus den Verkehrsnachrichten wäre: Der LKW stand quer auf der Straße. Da kann man sich sofort vorstellen, dass niemand mehr vorbeikommt und sich ein riesiger Stau bildet. Genau. Das Wort quer benutzt man aber nicht nur im Verkehr, oder? Nein, man kann zum Beispiel auch sagen, wir sind quer über den Marktplatz gelaufen. Das heißt, man hat nicht den offiziellen Weg am Rand genommen, sondern die direkte Abkürzung durch die Mitte. Ein sehr gutes Beispiel. Kommen wir zum letzten Wort für heute. Es beschreibt einen Zustand der Straße, bei dem man besonders vorsichtig fahren muss. Vor allem im Herbst und Winter. Du meinst, wenn die Straße rutschig ist? Genau. Unser letztes Wort ist das Adjektiv rutschig. Es bedeutet glatt, sodass man leicht gleiten kann, zum Beispiel bei Regen oder Eis. Die Reifen haben dann nicht mehr so viel Halt auf der Fahrbahn. Und die Bremswege werden länger. Auf Englisch sagt man slippery. Ein typischer Warnhinweis ist: Vorsicht, die Brücke ist bei Regen rutschig. Ah ja, weil Brücken schneller abkühlen als normale Straßen und deswegen bei Kälte oft als erstes glatt werden. Genau. Aber nicht nur Regen oder Eis machen die Straße rutschig. Auch nasses Laub im Herbst kann die Fahrbahn echt in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln. Da muss man wirklich langsam und vorausschauend fahren. So, das waren unsere 15 Wörter für heute. Ihr seid jetzt bestens vorbereitet für unsere Mini-Story. Hört jetzt gut zu. In der folgenden Geschichte kommen alle 9 Wörter vor. Sie heißt Ein stressiger Weg zur Feier. Leo und Mia sind mit dem Auto unterwegs zu einer Hochzeit. Sie sind schon ziemlich spät dran. Plötzlich stehen sie im Stau. Es gibt eine große Umleitung, weil die Hauptstraße gesperrt ist. Auf der neuen, engen Straße will Leo einen langsamen LKW überholen.
Er wechselt auf die linke Spur und will gerade beschleunigen, aber er bemerkt zu spät, dass die Fahrbahn nass und extrem rutschig ist. Er muss stark bremsen, um nicht ins Schleudern zu kommen. Kurz darauf macht ihr Auto ein lautes, komisches Geräusch und bleibt stehen. Eine Panne. Mitten auf der schmalen Straße. Ein paar Meter vor ihnen steht ein Traktor quer auf der Straße und blockiert alles. Hier ist Wenden also völlig unmöglich. Leo wird nervös, denn wenn sie das Auto hier einfach stehen lassen, bekommen sie mit Sicherheit ein hohes Bußgeld. Sie rufen den Pannendienst, der ihnen sagt, dass er das Auto abschleppen muss, was aber dauern wird. Mia hat eine Idee. Sie können den Nahverkehr nehmen. Eine kurze Suche im Handy zeigt, dass ein Bus ganz in der Nähe abfährt und direkt zum Festsaal fährt. Während sie warten, erklärt ihnen ein freundlicher Mann, dass auf dieser kleinen Straße die zulässige Geschwindigkeit ohnehin sehr niedrig ist, weil der Bauer mit seinem Traktor hier oft die Vorfahrt hat, wenn er vom Feld kommt. Leo und Mia schaffen es mit dem Bus gerade noch pünktlich zur Feier. Völlig erschöpft sagt Leo zu mir: "Oh, vielleicht sollte ich wirklich anfangen, mit dem Zug zur Arbeit zu pendeln, statt jeden Tag dieses alte Auto zu fahren." Und habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Das war eine wirklich stressige Fahrt für Leo und Mia. Aber zum Glück mit einem Happy End. Ja, und vielleicht mit einer guten, neuen Erkenntnis für Leo. Jetzt seid ihr dran. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen uns die an und geben euch gern Feedback. Übung ist wirklich der beste Weg, um die Wörter zu verinnerlichen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr, weiterhin jeden Tag neuen Inhalt für euch zu produzieren. Morgen geht es weiter mit dem Thema Gefühle und Konflikte. Ein ganz anderes, aber ebenso wichtiges Thema des Alltags. Seid wieder dabei. Bis morgen. Tschüss. Ciao.